Auch wenn in meinem Gemüsegarten noch Haupterntezeit ist, das ein oder andere Beet, das ist schon abgeräumt. Natürlich will ich mich im Herbst und im nächsten Frühjahr auch noch gesund ernähren. Und ich kann euch sagen, es geht noch so einiges im Gemüsebeet. Was genau, das zeige ich euch heute. Jede Menge Vitamine. Gepflanzt werden kann jetzt noch Salat, wie zum Beispiel der Endivie oder der Zuckerhut. Wir können auch noch einiges aussäen. Zum Beispiel den Spinat, Rucola, Feldsalat, Winterheckenzwiebel oder auch Pflücksalate. Und natürlich kommen die Zwiebeln in die Erde, wie zum Beispiel verschiedene Knoblaucharten und die ersten Steckzwiebeln, die wir dann im Frühjahr ernten können. Fangen wir zuerst mal mit der krausen Endivie an. Ich bin so ein Freund davon, dass es ein bisschen gerade ist, deswegen nehmen wir einen Pflanzstab. In so einem Kästchen sind natürlich nicht nur eine Salatpflanze, sondern 12, also die muss man auseinanderrupfen. Erntezeit etwa 8 Wochen, das bedeutet, ich kann durch ein Vlies oder durch eine Folie sogar die Erntezeit verlängern und kann dann, bis Weihnachten, wenn ich Glück habe, noch frischen Salat ernten. Wichtig ist der richtige Pflanzabstand, 30 x 30, 30 x 40 vielleicht. Salat pflanzt man übrigens nie zu tief, sonst fault der Hals ganz schnell. Also eher flach einsetzen. Kommen wir jetzt zur Aussaat und fangen wir mit dem Spinat an. Immer mal wieder ordentlich eine Reihe machen. 6 bis 8 cm Abstand. Spinat kann man auch breitwürfig säen. Ich mag aber lieber die Reihenaussaat, weil dann kann man das Unkraut besser bekämpfen. Ein ruhiges Händchen braucht man als Gärtner schon. Das Ganze wird jetzt noch dünn abgedeckt. Ja, jetzt im Herbst dauert es vielleicht noch 8 Wochen, 9 Wochen, bis wir leckeren Spinat ernten können. Allerdings ohne Blub. Und weiter geht's mit Knoblauch gegen die Vampire. Können wir gut einsetzen zwischen den Salat und den Spinat, denn wenn die rauskommen, sind die schon abgeerntet. Die einzelnen Zehen werden dann im Abstand von 6 bis 8 cm gerade so unter die Erdoberfläche gesteckt. Wichtig natürlich oben die Spitze und hier unten, da waren die Wurzeln. Das muss in die Erde nach unten. Übrigens finde ich, dass frischer Knoblauch am besten schmeckt. Und wo gibt es frischeren Knoblauch als aus dem eigenen Garten? Wenn das nicht mal flott ging, wenig Arbeit für viele gesunde Vitamine im Herbst und im nächsten Frühjahr, fehlt nur noch das Gießen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like und besser noch, abonniert meinen Kanal.